hätte während dem Spiel Gänsehaut. Ich glaube, dass in Dortmund entscheidet, wie das Spiel ausgeht. Das Tor gegen Schalke, das war schon sehr geil, ja. Ich begrüße ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin anlässlich unseres Spiels gegen Borussia Mönchengladbach. Nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel. Das ist ja schon eine alte Fußballregel. Und heute habe ich einen Gast bei mir, über den ich mich sehr freue, Nico Schlotterbeck. Schön, dass du da bist. Hast du dir die Zeit genommen? Erste Frage, so fragt der Ruhrgebietler, bist du fit? Ja, ich bin ganz normal im Training. Ich habe letzte Woche das erste Mal das Abschlusstraining voll mit trainiert. Trainiere jetzt die Woche ganz normal mit und dem Oberschenkel geht es soweit ganz gut. Sehr schön. Am Wochenende warst du auf der Bank, du hast das Spiel gesehen, 6:0 gegen Wolfsburg. Was für ein Spiel. Überragend, oder? Ja, ich glaube, das haben die Heimspiele zurzeit hier an sich. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Die Jungs hatten unfassbar viel Spaß. Das hat vor 2 Wochen gegen Frankfurt schon angefangen, wo wir auch ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und jetzt hat sich das mitgezogen. Die Jungs haben sich an den Plan gehalten und dann ist es schwer, gegen uns zu spielen. Und ja, ich glaube, an sich, das 6:0 war sehr, sehr verdient. Wenn du sogar 3, 4 Dinger noch besser ausspielst, kannst du vielleicht noch mehr Tore machen. Aber ist gut. Wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg. Und weil es so schön war, schauen wir noch mal zurück. Schöne Bilder. Sehr schön. Bisschen Gänsehaut. Ich hatte während dem Spiel Gänsehaut. Das ging mir auch so. Ja. Du hast ja gemerkt, war ja wieder eine unfassbare Stimmung hier. Absolut. Also es war so laut. Frankfurt und Wolfsburg jetzt, das war schon extrem gut. Inwiefern war dieser deutliche Heimsieg auch ein Ausrufezeichen in Richtung Süden? Ich glaube, dass alle Spiele, die du gewinnst, sind Ausrufezeichen. Natürlich, wenn du dann so einen hohen Sieg hast wie jetzt, dann zieht es vielleicht noch mehr. Aber im Endeffekt, ob du 1 oder 6-0 gewinnst, gibt nur 3 Punkte. Aber ich glaube, dass es ein Ausrufezeichen war nach diesem Bochum-Spiel, weil es nicht leicht war. Du hattest eine sehr, sehr lange Woche, sehr viel Diskussionsbedarf. Und dann kommst du hier nach Dortmund und hast 6 Dinger gemacht. Deswegen waren wir da ganz zufrieden. Die Ausgangslage an der Tabellenspitze ist immer noch gleich. Auch die Konstellation bleibt gleich. Die Bayern legen vor, wir müssen nachlegen. Vorteil, Nachteil, egal? Mir ist es relativ egal. Wir müssen alles gewinnen. Ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Und dann musst du irgendwie auf den Patzer hoffen von München. Aber arg viel können wir da außer unser Spiel nicht beeinflussen. Deswegen fokussiert unsere Spiele angehen, alle 3 gewinnen und dann hoffen, dass Bayern einen Punkt liegen lässt. Und dann werden sie. Haben wir ein schönes Fest. Das stimmt. Du hattest in den vergangenen Wochen mit Verletzungen zu kämpfen. Gegen Wolfsburg warst du wieder im Kader. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dich schnellstmöglich wieder auf dem Platz sehen würden. Du bist definitiv eine große Verstärkung für den Verein, für die Mannschaft. Nicht nur sportlich, auch menschlich. Und das beweisen diese Bilder umso mehr. Geil. Ja, es macht mir Spaß auf jeden Fall. Ich spiele viel Risiko, vielleicht für manche Fans zu viel Risiko. Es ist mein Spiel, es gehört dazu. Ich wollte mir zeigen und auch den Leuten zeigen, dass ich relativ gut Fußball spielen kann. Ist dir eindrucksvoll gelungen. Ja, danke. Es ist Fußball, es ist für die Fans geil und es ist für uns geil.
Dann greife ich deinen letzten Satz mal direkt auf. Was war der geilste Moment bisher beim BVB? Gut, das hat man, glaube ich, letztes Mal, weil ich nach dem Bayern-Spiel hier war. Das 2-2 gegen Bayern war schon Wahnsinn. Und für mich persönlich, das Tor gegen Schalke, das war schon sehr geil, ja. Wie gesagt, Stadion wurde leise, unsere Fans wurden laut. Spielstand hat es ja gegeben. Ich habe danach auch mitbekommen, 19:09 ist das Tor gefallen. Also hat ganz gut gepasst. Deswegen, ich glaube, persönlich war der vielleicht der Moment für mich der schönste. Aber ich glaube, ich hatte sehr viele schöne Momente hier und ich werde sie in den nächsten Jahren noch haben. Und Erfolg steht über allem und wenn du Erfolg hast, sind alle Momente schön. Ich kann dir nur sagen, wenn es den besonderen Moment in diesem Jahr noch gibt, den wirst du in deinem Leben nicht mehr vergessen. Deswegen sage ich ja, Erfolg gibt die schönen Momente und darauf arbeiten wir. So. Jetzt haben wir mit Niklas, Matze und dir wirklich bärenstarke Innenverteidiger. Fällt einer aus, ist der andere da. Insgesamt, wenn man sich mal so die Entwicklung anschaut von Karim, von Donny, das ist schon einfach klasse. Auch wie er immer wieder die Rückschläge wegsteckt. Was sagt das über euer Team aus? Oder vielleicht über den Teamgeist? Ich glaube, dass du das ganz gut einschätzen kannst mit der Vorrunde und der Rückrunde. Es gab einen kleinen Umbruch. In der Hinrunde war erst Niki verletzt als neuer Spieler, Karim war lang raus, Salih war noch nicht die ersten Spieltage verletzt. Und dann hat sich das Ganze noch nicht entwickelt. Aber du hast gesehen, dass über den Winter sind wir ein bisschen gereift. Wir mussten an uns selber arbeiten. Jeder bringt bessere Leistung und dann steht das Team zusammen. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Jungs haben. Wir verstehen uns alle gut. Und wenn wir das weiterhin hinkriegen, dann glaube ich, dass wir die nächsten Jahre sehr, sehr viel Erfolg haben. Zu Hause seid ihr einfach eine Macht. Vor allen Dingen die letzten beiden Spiele waren natürlich Weltklasse. Jetzt gibt es noch 2 Spiele. Da solltet ihr schon dann die Serie ausbauen. Die werden wir ausbauen. Da bist du von auch überzeugt. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, mit dem Stadion, das ist dann auch für die gegnerische Mannschaft nicht leicht, wenn du nach Dortmund kommst. Ich glaube, dass da auch gewisser Respekt herrscht. Wenn du das siehst, nachdem Bayern gepatzt hat in Mainz, was hier gegen Frankfurt schon beim Aufwärmen los war, diese Energie, dann überträgt das an uns. Und die Energie, die haben wir und die gibt uns das Publikum. Und hier in Dortmund, vielleicht sind da noch die 3-4% mehr in deinem Kopf, wo du weißt, hier wird heute nichts anbrennen, egal was der Gegner macht. Wir werden entscheiden, wie das Spiel ausgeht. Wenn wir gut spielen, werden wir es gewinnen. Wenn wir nicht gut spielen, dann probieren uns die Zuschauer zu pushen, dass wir vielleicht nur knapp gewinnen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass in Dortmund entscheidet, wie das Spiel ausgeht. Und wie gesagt, dafür sind wir wieder am Wochenende zuständig. Und wenn wir das gut hinbekommen, dann glaube ich, dass wir auch gewinnen werden. Die Leute werden auf jeden Fall wieder vollkommen heiß hier ins Stadion kommen. Jetzt bei Auswärtsspielen hat es ja jetzt nicht so gut geklappt, müssen wir ja ehrlicherweise sagen. Wahrscheinlich hast du auch keine Erklärung dafür. Aber bei dem einen Spiel in Augsburg muss das aber funktionieren, ne? Es wird funktionieren. Davon bin ich überzeugt, davon sind die Jungs überzeugt. Aber ich glaube, dass du jetzt erstmal den Fokus auf Gladbach richten musst, wenn du das Spiel gewinnst. Dann gehst du mit einem guten Gefühl nach Augsburg, spielst sonntags, vielleicht passiert was im Vorfeld, das weißt du nie. Ja. Und dann musst du so eine Energie auf den Platz bringen, die du hier zu Hause immer auf den Platz bringst. Und wenn wir das hinkriegen, wenn am besten Fall noch 20.000 Dortmunder in Augsburg sind, dann da werden wir garantiert wieder viele unterwegs sein. Ja. Deswegen glaube ich, dass wir da auch ein gutes Spiel machen werden. Und wie gesagt, es heißt für uns hart arbeiten fürs Wochenende und dann alle Spiele gewinnen und auf den Platz laufen. Jetzt spielen wir am Wochenende gegen die Gladbacher. Für die geht es tabellarisch um gar nichts mehr. Also die können weder nach oben noch nach unten. Macht das die Aufgabe schwerer oder leichter? Oder ist das Spiel anspruchsvoller? Was meinst du? Ich glaube, das ist für die Gladbacher, die wissen nicht ganz genau, was das für ein Spiel wird, weil sie um nichts mehr spielen. Da kannst du befreiter aufspielen. Das ist dann teilweise nicht gut für uns vielleicht, weil sie dann vielleicht mehr Risiken eingehen, wie sie am Anfang der Saison eingehen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir unser Spiel aufzwingen müssen den Gladbachern. Wir müssen unser Ballbesitzfußball, wir müssen sie in die gegnerische Hälfte zwingen. Und wenn wir dann konsequent vorm Tor sind im Strafraum, dann wird Gladbach auch keine Chance hier in dem Stadion haben. Und davon bin ich überzeugt, dass wir das hinkriegen. Und dann, vor allem am Samstagabend einen Sieg hoffentlich. Wir haben natürlich noch was gut zu machen aus dem Hinspiel. War nicht so gut. Also, das Ergebnis, aber dein erstes Pflichtspieltor für unseren BVB. Ja, das war aber meines Erachtens, glaube ich, mit Augsburg Rückspiel oder mit Augsburg nach der Winterpause mein schlechtestes Spiel. Deswegen bin ich auch. Also hast du so die Spiele noch im Kopf? Ja, deswegen bin ich mit dem Spiel gar nicht zufrieden. Da ist ein Tor passiert, aber ich konnte mich gar nicht freuen.
in Gladbach habe ich jetzt sehr oft getroffen. Ich habe, glaube ich, die letzten 3 Jahre in Gladbach getroffen. Aber ja, ich war mit dem Spiel damals gar nicht zufrieden. Da hat das Tor auch nicht geholfen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir diesmal einfach gewinnen. Mir ist es auch egal, wer die Tore schießt. Hauptsache wir gewinnen. Und ich glaube, das kriegen wir auch hin. Ist mir auch egal, Hauptsache wir gewinnen. Das war's schon. Nico, vielen Dank, dass du hier warst. Danke. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Ja. Und für euch zu Hause, egal wo ihr das Spiel seid, drückt die Daumen. Und zur Einstimmung auf die Partie jetzt noch emotionale Bilder von den Jungs. Tschüss, macht's gut. Ciao. Borussia Dortmund and Borussia Mönchengladbach go head-to-head in the German top flight. Marco, jawohl! And a bit of brilliance from Julian Brandt. Reus aus ganz spitzem Winkel und ein Traumtor! 2:0! 2:0! Tor Lukas Piszczek!